Elvis fans were heartbroken at the news of his passing. Some in the crowd even fainted. It's just sad that we lost. Eine Erklärung einer ungewöhnlichen Gruppe von Fachleuten an einem ruhigen Morgen in Memphis, Tennessee, setzte eine Kette von Ereignissen in Gang, die niemand erwartet hatte. Unter der Oberfläche hatte sich etwas verändert, auch wenn die Schlagzeilen nicht danach schrien. Es hatte gerade eine wichtige Ankündigung bezüglich Elvis Presleys Grab in Graceland gegeben, die es schwierig machen würde, zwischen historischen Fakten und Mythen zu unterscheiden. Seit Jahrzehnten strömen die Fans nach Graceland, nicht nur, um den Rock'n'Roll-König zu ehren, sondern auch, um etwas Ungreifbares und Lebendiges zu erleben. Alte Gerüchte sind nun aufgrund einer bescheidenen Untersuchung im Zusammenhang mit dem Grabmal wieder an die Öffentlichkeit gelangt. Dies ist verblüffend, weil es wahr sein könnte, nicht weil es dramatisch ist. Warum jetzt? Warum das lange Schweigen? Was haben diese Spezialisten hinter den Beton- und Zeitschichten entdeckt? Sie werden herausfinden, warum Graceland zittert und warum diese Nachricht alle überrascht, wenn wir dieses Rätsel lösen. Der heilige Raum unten. Im Laufe der Jahrzehnte diente der Meditationsgarten als Quelle der Verehrung, als heilige Begräbnisstätte für Elvis Presley und wurde von Millionen von Menschen aufgesucht. Doch in diesem Moment stand er im Mittelpunkt eines Rätsels, das selbst die erfahrensten Historiker und Denkmalpfleger nicht hätten vorhersehen können. Es begann ganz harmlos mit einem Verbesserungsprojekt zur Verstärkung des Fundaments des Gartens, das ursprünglich durch die Sorge vor Bodenerosion ausgelöst wurde. Als die Bauarbeiter jedoch begannen, den Sockel des Grabes auszugraben, stießen sie mit ihrer Ausrüstung auf etwas Wesentliches. Ein durchdringendes metallisches Klirren hallte weiter unter der Erde wieder. Es gibt keine Rohre, es gibt keine Verkabelung. Es war nichts als Metall, das sich in den Boden eingegraben hatte, wo eigentlich nur Tennessee-Lehm hätte sein dürfen. Bei den Ausgrabungen wurde eine alte, verrostete und mit Bolzen gesicherte Eisenluke entdeckt, die eher Panik als Neugierde auslöste. Die Graceland Foundation stoppte sofort alle Arbeiten, und innerhalb weniger Stunden wurden Spezialisten wie Statiker, Archäologen und sogar geistliche Historiker hinzugezogen. Auf dem Boden gab es etwas, für das niemand eine Erklärung hat. Die Verheimlichung von etwas, das absichtlich durchgeführt wurde. Was sie entdeckten, als sie schließlich die Luke öffneten, war so schockierend, dass selbst die größten Skeptiker verblüfft waren. Es gab eine winzige, in Stein gehauene Wendeltreppe, die sich unter dem Meditationsgarten befand, direkt unter Elvis Presleys Grab. Diese Treppe führte 30 Fuß tief in eine Kammer, die in Stille gehüllt und ziemlich kühl war. Auf den ersten Blick schien es eine Kirche oder Kapelle zu sein. Die Steinwände waren mit Nischen für Kerzen verziert. Ein Kruzifix aus Holz stand in der Ecke des Raumes. Jede Oberfläche war mit Staub bedeckt, der so dicht war, dass man seine Schritte nicht hören konnte. Und in der Mitte? Es gibt einen bescheidenen Altar. Darin wurde ein in Leder gebundenes Tagebuch gefunden, dessen Buchrücken gebrochen und dessen Seiten durch den Lauf der Zeit verzogen waren. Darüber hinaus waren die in diesem Notizbuch enthaltenen Aufzeichnungen, die in Elvis' Handschrift verfasst waren, noch nie zuvor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Diese Berichte schildern eine Zeit in seinen letzten Lebensjahren, als die Berühmtheit für ihn zu einer Last geworden war und der Glaube der einzige Ort war, an dem er Trost finden konnte. Er nannte es sein Reisezimmer. Hier ein Auszug aus einem der Einträge. Ich komme hierher, wenn der Lärm zu laut wird, wenn die Stimmen der Welt die Töne Gottes übertönen. Pio, hier habe ich ein echtes Gefühl. Hier kann ich mich daran erinnern, wer ich bin. Die Kammer war kein bauliches Relikt. Diese Maßnahme war beabsichtigt. Es war nie in den Zeichnungen enthalten, wurde aber bei einer Renovierung in den späten 1960er Jahren gebaut. Es war nur einigen wenigen Personen bekannt, die ihm sehr nahe standen. Entweder Mitglieder seines inneren Kreises oder Mitglieder der Memphis Mafia. Doch warum sollte man eine heilige Stätte unter seinem Grab errichten? Der Fund wurde von der Graceland Foundation auf einer weltweit live übertragenen Presseveranstaltung bestätigt. Die Stiftung bezeichnete die Entdeckung als bedeutsame Enthüllung und als ein Stück der Seele des Königs, das sich im Verborgenen befand. Die Medien gerieten in helle Aufregung. Verschwörungstheoretiker gerieten in Aufruhr. Fans vergossen Tränen. Und Fachleute versuchten, die Bedeutung der Situation zu begreifen. Die Hauptfrage war jedoch nicht nur, was Elvis konstruiert hatte, sondern auch, warum er sich dafür entschieden hatte, es auf so umfassende Weise zu verbergen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Situation bereits deutlich verschlechtert. Das Notizbuch enthielt mehr als nur eine Aufzeichnung der Gebete und der Stille. Quan, Visionen, Warnungen und das Gefühl, dass er auch nach dem Tod noch beobachtet wird, waren alles Hinweise, die darin enthalten waren. Ich habe einen Teil gelesen, der ziemlich beunruhigend war, und man sagte mir, dass dieser Ort nie entdeckt werden würde, aber ich kann ihn spüren. Die Augen ständig. Da Sie dies lesen, ist es möglich, dass Sie auch mich entdeckt haben. Jedes einzelne Elvis-Archiv und Museum, von Memphis bis Tupelo, war von der Enthüllung völlig schockiert. Die Medien nannten es die Enthüllung des versteckten Grabes. Andere beschrieben es als den künstlerischen Ausdruck eines verfolgten Genies. Andere spekulierten, dass Elvis etwas gewusst hatte. Vielleicht etwas, das er nicht laut aussprechen konnte. Etwas, das er unter sich verbarg, um es sicher zu verwahren oder geheim zu halten. Außerdem gibt es noch das Foto. Auf den letzten Seiten des Buches befand sich ein Polaroid-Foto, das ein verblassendes und erschreckendes Bild von Elvis Presley zeigte, der mit geschlossenen Augen und zum Gebet zusammengepressten Handflächen vor dem Altar sitzt. Es war jedoch nicht er, der die Aufmerksamkeit der Spezialisten auf sich zog. Die kaum erkennbare schemenhafte Gestalt im Hintergrund war nicht menschlich. Obwohl das Foto zur gerichtsmedizinischen Untersuchung zur Verfügung gestellt wurde, gab es keine Erklärung dafür. Etwas war offensichtlich. Es handelte sich nicht nur um ein Zimmer oder gar ein Notebook, das in die Sache verwickelt war. In dem Gespräch ging es um das Vermächtnis, um Geheimnisse und um die ernüchternde Tatsache, dass Elvis Presley möglicherweise mehr als nur seinen Kummer verbarg. Er könnte ein Geheimnis vor der Welt bewahrt haben, auf das sie nicht vorbereitet war. Ein knarrendes Geräusch signalisierte das Öffnen einer wesentlich größeren Tür. Die Enthüllung von Graceland. Die Entdeckung der Kammer unter der Gruft war nur der Anfang. Zur gleichen Zeit, als Spezialisten jede Seite von Elvis Presleys handgeschriebenem Notizbuch akribisch dokumentierten, wurde überdeutlich, dass es sich nicht um eine Ideensammlung handelte. Sie diente als Wegweiser. Sie enthielt nicht nur seine Seele, sondern hatte auch eine tiefere Bedeutung. Ein Gegenstand, der nicht nur in der Erde, sondern auch in der Zeit begraben ist. Zum Beispiel löste ein Satz eine Welle von Vermutungen über eine andere Zeile aus. Die Erinnerung, die sie mir auszureden versuchten, ist unter dem Gewicht von Stein und Gesang verborgen. Dieser Satz veranlasste die Graceland Foundation, die bereits unter dem Eindruck der Entdeckung der geheimen Kapelle stand, zu einer weiteren gründlichen Ausgrabung, sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne. Wenn der King of Rock'n'Roll so viel Aufwand betrieben hat, um unter seiner letzten Ruhestätte einen geweihten unterirdischen Unterschlupf zu errichten, dann kann man sich nur vorstellen, was er sonst noch in dem weitläufigen und historischen Anwesen Graceland versteckt hat. Ein Gefühl der Ehrfurcht durchdrang die neu begonnenen Nachforschungen. Kein Detail war zu unbedeutend und keine Erinnerung an die Vergangenheit zu schwach. Die in den 1950er Jahren erstellten Baupläne wurden bereinigt. Bilder von oben. Genehmigungen für die Entwicklung und Nachrichten, die vergessen wurden. Und dann geschah es. Die bloße Entdeckung dessen, was die Presse später als die außergewöhnliche Erklärung bezeichnete, versetzte alle in Erstaunen. Im Nordostflügel des Graceland-Anwesens, einem für die Öffentlichkeit gesperrten Bereich, der seit langem als Lagerraum gilt, entdeckten die Ermittler einen versiegelten Eingang, der überputzt und unter jahrelangen Erinnerungsstücken verborgen war. Auf keinem der Pläne war er eingezeichnet. Im Inneren befand sich ein enger Gang, der unter den Mauern des Anwesens hindurchführte. Dieser Ort hat eine besondere Atmosphäre. Die Atmosphäre war schärfer und kühler, als ob die Geschichte den Atem anhalten würde. Wie in der verborgenen Grabkapelle führte der Gang zu einem steinernen Torbogen und einem kleinen Vorraum, der mit Kerzenständern gesäumt war. An der Wand befand sich ein Mosaik, das 3 Tauben zeigte, die auf ein rotes Herz zuflogen. Sie sollten nicht nur die Musik entdecken können, sondern auch die Wahrheit dahinter, die in Elvis' Hand eingraviert ist. Wenn ich nicht mehr hier bin. Dieser Raum war makellos, staubfrei und nicht vom Lauf der Zeit beeinträchtigt worden. In der Mitte des Raumes stand ein Glaskasten. Darin befand sich ein zarter, schmuckloser Goldanhänger in Form eines Kreuzes. Die einzige Verzierung war ein kleiner Smaragd, der in der Mitte des Anhängers eingelassen war. Daneben befanden sich ein Tonbandgerät und ein weiteres, kleineres und älteres Tagebuch. Gleich auf der ersten Seite wird darauf hingewiesen, dass dies nicht von Fans gelesen werden sollte. Es ist nicht für die Kameras bestimmt, diese zu sehen.
Damit habe ich gerechnet. Die Fachleute, die den Fund entdeckten, waren nicht nur über den tatsächlichen Inhalt der Kammer erstaunt, sondern auch über das Ausmaß dessen, was er über die Beziehung zwischen den beiden verriet. Es gab mehrere Ebenen des Versteckens, die Elvis Presley absichtlich in die Struktur von Graceland eingebaut hatte. Es handelte sich nicht um improvisierte Entwürfe, die aus dem Stegreif entstanden. Diese Installationen haben mit dem Vermächtnis zu tun. Einzelne Altäre, die von einem Mann errichtet wurden, dem es schwer fiel, seine überlebensgroße Persönlichkeit mit einer stillen und melancholischen Suche nach einem Sinn zu vereinbaren. Als die Öffentlichkeit von dieser zweiten Kammer erfuhr, war die Reaktion sozusagen seismisch. Die Zahl der Social-Media-Plattformen stieg sprunghaft an. Es gab einen Aufruhr an Schlagzeilen. Obwohl sie zögerten, erkannten die Historiker, dass es sich nicht um einen Scherz handelte. Die spirituelle Autobiografie, die Elvis Presley hinterließ, war eine verschlüsselte Version seiner Lebensgeschichte. Im Laufe der Zeit wurde klar, dass die Botschaften nicht nur obskur und bruchstückhaft, sondern auch unzweifelhaft geplant waren. Die offizielle Pressemitteilung, die auf dem Rasen von Graceland vor der Kulisse des Hauses stattfand, bestätigte die Existenz eines zweiten geheimen Raumes und erklärte, dass der Inhalt der Kammer eine unentdeckte Seite von Elvis Presley widerspiegelt, die seine private Religion, seine Sorgen und vielleicht unerfüllte Ziele betrifft. Nach Ansicht des wichtigsten Denkmalpflegers ist dies eine verblüffende Entdeckung. Niemand hat so etwas jemals zuvor gesehen. Dennoch war dies kaum der beunruhigendste Aspekt der Situation. Sie werden kommen und suchen, steht auf einer Seite im zweiten Tagebuch, die mit dem 9. Oktober 1975 datiert ist. Als sie dies entdecken, ist es für sie bereits zu spät. Es geht immer so weiter. Nicht an diesem Ort. Vertiefung. Jeder Mensch war von dem Begriff tiefer betroffen. Pio. Was genau meinte er damit? Könnte es unter Graceland weitere verborgene Bereiche geben? Wäre es möglich, dass Elvis unter seinem Anwesen eine komplexe symbolische Karte anlegte, die die Etappen einer Art innerer Pilgerreise widerspiegeln sollte? Oder war alles nur eine Metapher, die kryptische Poesie eines Mannes, der sich in seinem eigenen Mythos verirrt hatte? Experten begannen, Alice, was bekannt war, neu zu bewerten. Den Reiseleitern wurden Beschränkungen auferlegt. Es wurde zu einer nationalen Fixierung, den Grundriss von Graceland zu studieren. Und plötzlich galt die Vorstellung, dass sich in Elvis Presleys Grab mehr als nur seine Überreste befanden. Nicht mehr als eine Randhypothese. Sie schien überzeugend, rational und sogar dringend in ihrer Erklärung. Die Entdeckung mehrerer versteckter Räume und spiritueller Reliquien unter dem meistbesuchten Privatgrundstück der Vereinigten Staaten von Amerika sorgte für Einigkeit, selbst bei denjenigen, die skeptisch waren. Elvis Presley hat nicht nur ein Vermächtnis in der Welt der Musik hinterlassen, sondern auch eine geheime Botschaft in Stein gemeißelt. Hinter der Geschichte steckte mehr als nur das, was entdeckt wurde. Es ging darum, herauszufinden, was noch auf sie warten könnte. Eines wurde mit jedem Tag, an dem Historiker, Gelehrte und geistliche Führer zusammenkamen, um die Konsequenzen der Situation zu erörtern, auf erschreckende Weise deutlich. Graceland ist jetzt mehr als nur ein Museum. Es ist eine Landkarte. Und bis zu diesem Zeitpunkt haben wir gerade erst begonnen, sie zu lesen. Der Mann hinter dem Geheimnis. Alle Gespräche, die derzeit geführt werden, drehen sich um das Grab von Elvis Presley und die möglichen Entdeckungen, die unter Graceland gemacht wurden. Der Grund dafür ist die große Ankündigung, die die ganze Welt in ihren Bann gezogen hat. Je mehr man sich jedoch mit dem Leben des Mannes befasst, den man den König nannte, desto mehr wird einem klar, dass alles schon die ganze Zeit auf diesen Punkt hingearbeitet hat. Selbst erfahrene Experten halten inne und überdenken ihre Sichtweise auf Elvis Presleys Leben angesichts der Meldung, dass ein unterirdischer Raum unter seinem Grab entdeckt wurde. Die Wahrheit ist, dass diese Entdeckung jeden überrascht. Elvis Presley war mehr als nur ein Sänger und eine kulturelle Ikone. Er wurde 1935 in Tupelo, Mississippi, geboren. Als spirituell Suchender war er dort. Dieser besondere Aspekt seiner Erzählung wurde häufig von den blendenden Lichtern von Las Vegas und dem Tumult, den Tausende von schreienden Fans verursachten, überdeckt. Das Streben nach etwas Größerem und Dauerhaftem war jedoch in jedem Aspekt seiner Existenz vorhanden, auch wenn es für andere nicht offensichtlich war. Er baute in Graceland ruhige Bereiche, die von Reichtum umgeben waren, und füllte sie mit Literatur über Mystik, Metaphysik und Selbstverwirklichung.
Mehr als 100 Bände zu Themen wie Reinkarnation, Numerologie und kosmisches Bewusstsein wurden in einem eigens dafür vorgesehenen privaten Bereich aufbewahrt. Neben dem Studium esoterischer Texte zitierte er regelmäßig die Werke spiritueller Philosophen. Er glaubte an göttliche Ordnungen, Seelenverträge und sogar an die Existenz außerirdischer Intelligenz. Kein einziges dieser Dinge geschah zur Schau. Es bezog sich auf sein Privatleben. Und nun beginnt dieses Universum, sich der breiten Öffentlichkeit zu zeigen. In der Kammer unter dem Grab von Elvis Presley sind architektonische Symbole zu sehen, die mit der alten heiligen Geometrie verbunden sind. Dieser Raum, von dem Experten glauben, dass er zu einem bestimmten Zweck gebaut wurde. Möglicherweise auf seinen Wunsch hin, enthüllte die Symbole. Man entdeckte Wandmalereien, die aufgehende Sonnen, kreisförmige Eingänge und mit Blattgold bemalte Sterne darstellten. Zahlreiche Motive, die sowohl auf östliche als auch auf christliche Mystik hindeuten, sind in den Bodenbelag eingelassen. Ein einzelner Analytiker erklärte, dass es sich nicht nur um einen Raum handelt. Es ist ein Plan, eine Vorlage für das spirituelle Leben. Unmittelbar nach der offiziellen Bekanntgabe überschwemmten zahlreiche Reaktionen die Plattformen der sozialen Medien sowie die Websites der Mainstream-Medien. Moment mal, was ist das? Lautete eine Schlagzeile. Gibt es etwas hinter der Oberfläche von Graceland? Das Ausmaß der Reaktionen war erstaunlich. Weil dies so alarmierend ist, wiederholten die Nachrichtensprecher dies immer wieder in ihren Sendungen. Um das klarzustellen, es handelt sich nicht um eine verrückte Verschwörung. Das ist die Wahrheit. Das ist in der Tat der Fall. Es ist dokumentiert. Die Arbeit wurde erledigt. Es ist eine Kammer vorhanden. Außerdem enthält sie Artefakte. Ein Stuhl mit ungewöhnlichen Schnitzereien. Ein Anhänger, der besondere elektromagnetische Eigenschaften besitzt. Und vor allem eine Sammlung von persönlichen Aufzeichnungen und Beobachtungen, die vermutlich von Elvis Presley selbst stammen. Den Einträgen zufolge gibt es einen Ort, an dem der Vorhang gelüftet wird. Anstatt sich selbst als Stern zu bezeichnen, bezeichnet er sich als Gefäß. Du wirst mich dort finden, wo die Steine summen, heißt es in einer der Zeilen des geheimnisvollen Textes. Sprachwissenschaftler und spirituelle Historiker sind dabei, diesen Satz zu analysieren, um ihn besser zu verstehen. Ein noch bemerkenswerterer Aspekt im Leben von Elvis Presley ist die Art und Weise, in der sein spiritueller Weg die duale Natur seiner Existenz widerspiegelt. Er war ein Showman und ein Suchender, und er wurde von Millionen von Menschen gemocht. Doch er entfremdete sich zunehmend. Seine Suche nach Gott führte ihn in die Abgeschiedenheit. In der Öffentlichkeit stellte er sich als eine Person dar, die mit einer Gottheit vergleichbar war. Es hat den Anschein, dass diese Spannung jede seiner Handlungen beeinflusst hat. Sogar den Ort seiner letzten Ruhestätte. Obwohl Historiker schon seit langem darüber spekulierten, dass Graceland nicht nur zu musikalischen Zwecken erbaut wurde, ahnten sie nicht, dass sich unter seiner Oberfläche eine religiöse Architektur verbarg. Nun, da diese enorme und sachlich korrekte Enthüllung gemacht wurde, sind die Vermutungen in eine Untersuchung übergegangen. Die Vorstellung, dass Elvis der Welt mehr als nur ein Vermächtnis hinterlassen hat, macht den Fans zu schaffen. Er hat eine Spur hinterlassen. Einige Experten haben es mit der Entdeckung der Werkstatt von Leonardo da Vinci verglichen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir Blaupausen für den Geist entdeckt haben und nicht Blaupausen für Maschinen. Allein diese Bemerkung ist zu einem Meme geworden, das sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat und auf T-Shirts und in Filmen auf TikTok zu sehen ist. Das liegt vor allem daran, dass die Reaktion nicht nur akademisch, sondern auch emotional ist. Sie ist weltweit. Nein, dies ist keine Schlagzeile aus einer Boulevardzeitung. Jeder einzelne Mensch ist von dieser Zeit überrascht. Was kommt danach? Das ist die wichtigste Frage. Es gibt immer noch Teams, die den Raum unter der Gruft untersuchen, die Texte entziffern und den Linien folgen, die in die Wände geätzt wurden. Wenn es eine Sache gibt, die offensichtlich ist, dann ist es dies. In Elvis Presleys Lebensgeschichte ging es nicht nur um Musik und Ruhm, sondern auch um Kummer. Es ging um die Seele eines Menschen, um die Suche nach einem Sinn und vielleicht, nur möglicherweise, um die Vorbereitung auf etwas, das erst viele Jahre später enthüllt werden sollte. Wenn es um etwas geht, wenn man es laut ausspricht, selbst die skeptischsten Gelehrten dazu bringt, zuzugeben, dass dies eine überraschende Erkenntnis ist. Die Erweckung, die unter Graceland stattfand. Das unterirdische Heiligtum wurde am Tag nach Graceland enthüllt. Aber die Stadt kam danach nicht zur Ruhe. Das klang wie ein Lied,
Anstelle von Schrecken lag eine Menge Erstaunen in der Luft. Zur gleichen Zeit, als das Anwesen in Sonnenlicht getaucht wurde, erinnerten sich Menschen auf der ganzen Welt an die Gründe, warum sie ursprünglich eine Liebe für Elvis Presley entwickelt hatten. Nicht wegen der Geheimnisse, die gerade ans Licht kommen, sondern wegen des Vermächtnisses, das schon immer da war, laut und deutlich. Was stattdessen geschah, war keine Panik. Es war eine harmonische Situation. Es war nicht aus Misstrauen, dass Menschen aus allen Kontinenten anreisten, sondern aus Bewunderung. Vor dem Eingang von Graceland versammelten sich ungeplant Fans und sangen Lieder wie If I Can Dream und Love Me Tender Under the Open Sky. Kinder, die noch nie etwas von Schallplatten gehört hatten, lernten, wie der King die Hüften zu schwingen. Die Welt wurde daran erinnert, dass Elvis Presley mehr war als nur ein Mann, der sang, und es gab einen kulturellen Impuls, der nachhallte. Er verkörperte ein Phänomen. Es dauerte nicht lange, bis Nachrichtenorganisationen in der ganzen Welt von der Energiewende Notiz nahmen. Doch anstatt sich ganz auf das Heiligtum zu konzentrieren, das unter dem Grab von Elvis Presley gefunden wurde, begannen die Medien, ihre Aufmerksamkeit auf die Person zu lenken, die die Menschen im gesamten 20. In diesem Moment gaben die Fachleute, die für den Denkmalschutz des Anwesens verantwortlich waren, eine wichtige Erklärung ab. Sie hatten sich für eine endgültige Entscheidung entschieden. Es würde ein neuer Flügel in Graceland gebaut werden, aber er würde aufgeständert und nicht eingegraben werden. Darüber hinaus würde es ganz dem Einfluss gewidmet sein, den Elvis Presley auf die Überwindung kreativer Grenzen, die weltweite Kultur und das spirituelle Verständnis hatte. Es würde eine Sammlung seltener Interviews, handgeschriebener Texte, Aufnahmen von kontemplativen Sitzungen und Aussagen berühmter Menschen, Akademiker und Philosophen enthalten, die sich von seinen Erkenntnissen haben inspirieren lassen. Es war keine einfache Landung der Ankündigung. Sie schlug einen Nerv. Die Frage, was es mit Elvis Presleys Stimme auf sich hatte, das uns so tief beeindruckte, wurde nun überall in Essays gestellt. Wenn er auf der Bühne stand, woraus schöpfte er seine Inspiration? War sein Einfluss hauptsächlich musikalisch oder reichte er darüber hinaus? Die Antwort war jedes Mal dieselbe. Elvis Presley hatte eine Verbindung zu etwas, das von allen geteilt wurde. Von den Straßen von Memphis bis zu den Straßen von Tokio, von Südafrika bis zu den Straßen von Paris. Seine Musik hatte Rassengrenzen, spirituelle Barrieren und Generationsgrenzen überwunden. Und nun, da sich in Graceland ein neues Kapitel auftat, wurde sein Leben nicht nur als Job, sondern als Reise neu gestaltet. All dies geschah gleichzeitig. Eine Geschichte über Leiden, Wiedergeburt, Suche und Kreativität als Mittel zum Zweck. Alle waren verblüfft, wie die Geschichte vom Geheimnisvollen zum Bedeutenden wurde. Auch die Boulevardzeitungen wurden nachsichtiger. Sie begannen, Retrospektiven zu verfassen, anstatt die ungewöhnlichen Funde wie zuvor zu reißerisch zu präsentieren. Innerhalb kürzester Zeit wurden Dokumentarfilme produziert. Der Zweck der 24-Stunden-Elvis-Blöcke, die die Radiosender einrichteten, bestand nicht nur darin, Singles zu spielen. Vielmehr sollten sie die Entwicklung seiner Musik vom Gospel bis zum Rock, von Liebesballaden bis zu Klageliedern untersuchen. Außerdem haben die Leute aufgepasst. Ich habe genau hingehört. Als sie das Zittern in seiner Stimme hörten, als er How Great Thou Art sang, erkannten sie, dass es mehr als nur Können war. Dies war eine Überzeugung. Als sie zur Bridge over Troubled Water zurückkehrten, spürten sie das Gewicht eines Mannes, der sowohl einige seiner eigenen Probleme als auch die Lasten der Menschenmenge trug, die er nie im Stich ließ. Selbst Historiker, die sich jahrzehntelang mit der Erforschung von Graceland und der Legende, die es umgibt, beschäftigt hatten, waren sich einig, dass sie die Dinge jetzt anders sahen. Ein Gelehrter bemerkte, dass wir traditionell geglaubt hatten, das Grab sei ein Symbol der Vollendung. Wenn man diese Entdeckungen und Überlegungen in Betracht zieht, ist es jedoch möglich, dass dies ein Tor zu einem vollständigeren Verständnis des Herzens von Elvis Presley sein könnte. Obwohl dies überraschend ist, wurde erneut in den Nachrichten darüber berichtet. Aber dieses Mal war es kein Alarm. Die emotionale Wiederauferstehung, wie die Entdeckung des Grabes von Elvis Presley zu einer Einladung wurde, den Mann selbst zu finden, war ein Thema, das diskutiert wurde, mit seinen Schriften über transzendentale Meditation. Seinen nächtlichen Bibellesungen und seinen stillen Reisen zu heiligen Städten begannen die Museen, sein spirituelles Leben zu präsentieren. Seine Veröffentlichungen wurden in die Ausstellungen aufgenommen. Die Welt lernte nicht nur etwas über Elvis Presleys Bühnenkunst,
sondern auch über seine Seele. Niemand hat versucht, so zu tun, als ob er makellos wäre, denn das war er nicht. Aber das, was alle am meisten überrascht, ist nicht das, was sich hinter dem Marmor verbirgt. Wir hatten die Person, von der die Geschichte erzählt wurde, weitgehend vergessen. Einst ein beliebtes Ziel für Touristen, war Graceland nun ein Ort des Trostes und der Erinnerung. Die Familien kamen nicht nur, um den rosafarbenen Cadillac oder die goldenen Schallplatten zu kaufen, sondern auch, um handschriftliche Kommentare neben dem Meditationsgarten zu hinterlassen. Es ist zum Anzünden von Kerzen. Zu erleben. Das gesamte Universum wurde durch dieses Gefühl wieder in Erinnerung gerufen. Elvis Presley hat uns zum großen Teil nie verlassen. Dennoch hallen seine Lieder nach. Seine Erzählung wird weitergehen. Die Bedeutung, die die Musik vermittelt. Als sich der Staub über dem verborgenen Refugium zu legen begann und der Blick der Welt sich von dem des Misstrauens zu dem des Erstaunens wandelte, begann sich eine umfassendere Realität abzuzeichnen. Es ging in der Erzählung nie nur um das Grab von Elvis Presley, die Musik und das Echo, das sie hinterließ, der Code, der sich in jeder Zeile verbarg, und der Mann, der etwas zu vermitteln schien, das viel bedeutsamer war als der Ruhm, standen immer im Mittelpunkt. Eine Woche nach der Ankündigung des neuen spirituellen Flügels in Graceland hielt eine Gruppe von Archivaren, Theologen und Musikwissenschaftlern, ja, Profis auf ihrem Gebiet, eine Pressekonferenz ab, bei der sie sich zurückhaltend äußerten. Hunderte von unveröffentlichten Kassetten, persönlichen Aufsätzen und Demos, die aus den Kellergewölben geborgen worden waren, wurden von ihnen durchforstet. Danach kam die folgenschwere Ankündigung. Etwa zu der Zeit, als Elvis Presley sich dem Ende seines Lebens näherte, hatte er eine Sammlung von Aufnahmen zusammengestellt, die als The Return Sessions bezeichnet wurden. Sie waren nie dem Tageslicht ausgesetzt worden, nicht weil sie von schlechter Qualität waren, sondern weil sie sich voneinander unterschieden. Authentisch, ungefiltert und ungefiltert. Als er auftrat, war kein Publikum anwesend. Er kommunizierte mit etwas oder jemandem, der jenseits davon existiert. Und damit war die ganze Welt auf den Plan gerufen. Ein paar der Kassetten wurden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auf einer von ihnen sprach Elvis Presley irgendwo spät in der Nacht offen und ehrlich ins Mikrofon. Wenn er sprach, war seine Stimme verletzlich und gebrochen. Ich hoffe wirklich, dass dies von jemandem gehört wird, auch wenn alles vorbei ist. Soweit Sie wissen, gibt es noch mehr von mir. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie es irgendwann in der Zukunft entdecken werden. Aber wenn Sie es tun, sollten Sie wissen, dass es nicht umsonst war. Was mich überraschte? War. Wie klar zu diesem Zeitpunkt alles klang. Die Entscheidungen, die er in den letzten Jahren seines Lebens traf, die Symbolik, die spirituellen Schätze, die unter dem Marmor verborgen waren, die handgeschriebenen Schriften, die in seinen Büchern entdeckt wurden, und die Entscheidungen selbst. Alles deutete auf etwas hin, das in diesem besonderen Moment enthüllt werden sollte. Die bemerkenswerteste Enthüllung? In einem der unterirdischen Räume unter Graceland entdeckten Wissenschaftler ein von Elvis selbst gemaltes Wandgemälde. Es zeigte eine einsame Straße, die sich durch eine Wüste schlängelte, mit einem Mann, der allein unter einem dämmerigen Himmel spazieren ging. Das Zitat, »Der Weg nach Hause führt nicht nach oben, sondern nach innen«, war in Elvis' unverwechselbarer Kalligraphie darunter gekritzelt. Das Kunstwerk wurde das neue Gesicht des Flügels. Touristen stehen nun schweigend davor und versuchen, die tiefere Bedeutung zu ergründen. Kinder fragen ihre Eltern, ob Elvis das alles wirklich gefühlt hat. Und die Eltern, oft unter Tränen, sagen ja. Es ging nicht um sein Verschwinden. Es ging darum, dass er entdeckt wurde. Graceland hatte sich völlig verändert. Es war nicht länger ein Promi-Denkmal, sondern vielmehr eine dynamische Diskussion, in der die Menschen über das Vermächtnis, den Zweck und das Echo, das wir hinterlassen, nachdenken konnten. Critiker, die Elvis Presleys späte Jahre früher als extravagant oder verloren verspotteten, haben sich plötzlich voller Bewunderung zurückgezogen. Er hat sich nicht selbst verloren. Er ging tiefer, als alle erwartet hatten. Selbst weltweite spirituelle Experten haben festgestellt, dass das, was wir in Graceland erleben, nicht nur kulturell, sondern auch archetypisch ist. Wir sind Zeugen der Auseinandersetzung einer Seele mit ihrer Sterblichkeit, ihrer Bestimmung und ihrer Botschaft. In vielerlei Hinsicht hat diese Wiederentdeckung erreicht, was kein Marketingaufwand und kein Boxset vermag. Sie stellte die Authentizität von Elvis Presley wieder her. Nicht nur den Monarchen,
sondern auch den Menschen, den Suchenden, den Künstler und die Seele, die sich hinter den Schattierungen verbirgt. Die Wirkung ging weit über die Musik hinaus. Aktivisten für psychische Gesundheit nutzten Elvis' Erkenntnisse als therapeutisches Mittel. Meditationsgruppen nutzten seine nächtlichen Aufnahmen für geführte Sitzungen. Universitäten richteten Kurse ein, in denen die Beziehung zwischen Popkultur und moderner Mystik erforscht wurde, wobei Elvis Presley im Mittelpunkt stand. Infolgedessen versammelten sich weiterhin Fachleute, Musiker und normale Menschen, nicht um zu gaffen, sondern um zu lernen. Jedes Mal, wenn sich die Pforten von Graceland öffneten, trat eine neue Generation ein. Und jeder verließ das Haus mit etwas anderem, zum Beispiel mit Hoffnung, Heilung oder einfach mit einem Lied, das sich in seinem Kopf festgesetzt hatte. Aber eine Sache brachte sie alle zusammen. Die Idee, dass unter diesem Grab, hinter diesem Gemälde und in dieser Notiz eine Erinnerung daran steckt, dass auch Ikonen nach einem Sinn suchen. Selbst Herrscher haben stille Bereiche, in denen sie mit Gott sprechen können. Manche Stimmen erklingen noch lange, nachdem die Lichter ausgegangen sind. Wenn Sie das genauso erstaunt hat wie uns, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Gefällt mir unten. Abonnieren Sie diese Seite für weitere ungelöste Rätsel und verborgene Geschichten, die die Welt vergessen hat. Wir aber nicht. Vergessen Sie nicht, die Benachrichtigungsglocke zu drücken.